Informationsgewinn ist in aller Munde. Etwas wirklich Einzigartiges bieten. Klingt gut, ist aber alles andere als einfach. Außerdem, die Großen können das dann ja wieder kopieren. Aber auch wahr, wenn du User mit KI-Content abspeist, wird die Zukunft bitter für dich. Man bekommt immer raus, was man reinsteckt. Du lernst, wie du Content produzierst, der einen Beitrag für ein wertvolleres Web liefert, einen Wettbewerbsvorteil darstellt und wirklich hilfreich ist. Viel Spaß! Je einfacher etwas ist, desto schneller ist auch dein Vorteil weg. Generell geht es immer darum, eine gewisse Barriere an Anstrengung zu durchbrechen, um herauszustechen bzw. zu gewinnen. Dank generativer KI kann jetzt jeder leichter etwas Durchschnittliches produzieren. Das wirft die Frage auf, was muss dein Content insgesamt heute bewerkstelligen? Wenn du jetzt mal nur konkurrenzfähig sein willst, dann brauchst du inhaltliche Relevanz und die Zufriedenheit deiner Nutzer. Wenn du aber jetzt wirklich einen Wettbewerbsvorteil aufbauen willst, dann braucht es zusätzliche Einblicke, die die anderen Ergebnisse nicht bieten. Und genau darum geht es in dieser Folge. Was ist jetzt Informationsgewinn genau? Informationsgewinnwerte geben an, wie viel mehr Informationen eine Quelle einer Person bieten kann, die bereits andere Quellen zum selben Thema gesehen hat. Seiten mit höheren Informationsgewinnwerten könnten höher eingestuft werden als Seiten mit niedrigen Informationsgewinnwerten. Und diese Definition kommt von dieser Quelle, ist von Bill Slawski, der leider mittlerweile verstorben ist, und ist eben basierend auf einem Patent von Google und etwas, was sehr wahrscheinlich in einer KI-Welt passieren wird. So. Was soll jetzt dieser Informationsgewinn bringen, sollte deine ultimative Frage sein, weil Informationsgewinn, das klingt schon nach Arbeit. Naja, theoretisch, basierend auf dem Patent, könnte es in Zukunft zu besseren Rankings führen. Es führt logischerweise automatisch zu besseren Nutzersignalen, weil du was Herausstechendes bietest. Wir wissen schon, basierend auf Tests mit SGI, dass es mehr Sichtbarkeit generiert, wenn du einzigartige Informationen hast. Es baut Vertrauen und Expertenstatus bei deiner Zielgruppe auf und es erzeugt Differenzierung deiner Marke. Und wenn man das alles bündelt, was heißt es letzten Endes und das einzige Relevante für dich? Es heißt höhere Profitabilität. So. Jetzt haben wir ja dieses Kopierproblem letzten Endes, weil letzten Endes durch KI ist es auch sehr viel einfacher geworden, die ganze Zeit Skyscraper-Methode zu machen und wieder zu klauen von den anderen und so weiter. Was kann fast nicht kopiert werden? Weil das müssen wir uns überlegen. Wie können wir originell sein und uns differenzieren, ohne dass die großen Brands uns dann einfach ausrauben? Weil wenn ich mehr und besser recherchiere, kann das mit ChatGPT sehr einfach kopiert werden. So. Und das erste ist da, sind starke, authentische Meinungen. Große Player schreiben in der Regel mittelmäßigen Content ohne Meinung. Sie haben viel zu viel Angst oder vielleicht ist es auch berechtigt, zu einer Thematik Stellung zu beziehen. Und das ist definitiv ein Hebel. Um ein Beispiel dafür zu zeigen, ein Blog und ein Buch, was ich wärmstens empfehlen kann. Ein Buch heißt Getting Real, der Blog von Basecamp, und der Artikel heißt Meetings are toxic und sagen, wie fürchterlich Meetings sein. Und zwar unverblümt, dass Meetings letzten Endes nur von faulen Menschen produziert werden. Eine harte Meinung kann jetzt sicher eine große Brand nicht so einfach dafür stehen. Dann Nummer 2, Erfahrungen mit präzise ausgewählten Zielgruppen teilen. Große Player fokussieren sich immer bei Keywords, wenn wir es jetzt auf Keywords beziehen, auf Suchvolumen, weil sie eine gewisse Skala für ihr Geschäftsmodell benötigen. Sie produzieren also Content für die größtmögliche Zielgruppe, idealerweise in die Masse. Wir oder sehr viele Unternehmen und auch teilweise riesige Unternehmen, die einfach eher nischiger sind, können kleinere, aber spezifische Themen abdecken und da wirklich mit unserer Erfahrung in die Tiefe gehen und sind so abstrus wertvoll im Vergleich zu dem ganzen generischen Müll. So, das wäre ein Hebel. Ein Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel von Build Visible.
dieser Artikel Supercharge Your Travel Copy, The Build Visible Guide to Winning with Words. Und dieser Artikel bezieht sich wirklich ganz spezifisch auf eigene Content-Marketing-Aspekte für die Reisebranche und ist natürlich, wenn das jetzt die Zielgruppe, und es wird wahrscheinlich die Zielgruppe von Build Visible sein, dann ist das hammermäßig. Wir könnten es zum Beispiel für uns gar nicht machen, weil wir nicht die große Erfahrung haben mit der Reisebranche. Wir haben einige Reisekunden, aber das ist jetzt nicht eine extreme Spezialisierung von uns. So, dann Daten, die dir gehören. Nummer 3. Und Daten klingt jetzt wahrscheinlich für dich so, ja, aber ich habe keine Daten, ich kriege keine Daten. Vielleicht, aber du bist in der Praxis nur eine Kunden- bzw. eine Expertenbefragung entfernt von Daten. Also letzten Endes brauchst du nicht viel mehr als sowas wie SurveyMonkey und du könntest jetzt über Social Media oder wo du halt deine Community hast, eine coole Umfrage starten und hättest dann super wertvolle Insights, oder du schreibst in deiner Nische Experten an und bittest sie um Zitate. Funktioniert immer, weil jeder ist begeistert. Oh cool, da werde ich dann zitiert und so weiter. Megamäßig. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel unser Digital Marketing Trends oder Digital Marketing Insights Report. Der ist jetzt nicht auf einer einfachen Kunden- oder Expertenbefragung basiert, sondern wirklich auf einer repräsentativen Studie. Aber es ist wirklich alles nicht so eine Hexerei, wie es sich anfühlt, und es ist eine Zeitinvestition, die sich dann zum Beispiel im Link-Building, was diese Studie an Links und an Exposure generiert hat, ist lächerlich im Verhältnis zur Investition. So, dann Nummer 4, einzigartige Aufbereitung. Von Grafiken über interaktive Inhalte bis hin zu Minitools. Aufwendig, ja, aber meistens nur einmalig nötig, und es lohnt sich unheimlich, weil User lieben dieses Zeug. Und um ein Beispiel zu zeigen mit einer aus meiner Sicht geringen Eintrittsbarriere, schauen wir uns einfach diese super erfolgreichen Ratgeber von Backlinko an, und er macht ja nichts Magisches, er tut einfach Sachen cool mit coole Graphics, mit simplifizierten Graphics, um das einfach nochmal einfacher verständlich für Anfänger zu machen, aufbereiten, und das ist alles, was er macht, und das hebt ihn extrem von den anderen ab. Können das andere theoretisch kopieren? Ja, aber es ist mit sehr viel Anstrengung verbunden, und wenn du das mal gemacht hast, dann müssen die anderen erstmal so motiviert sein, dass sie das Ganze nachbauen. Und was wir uns jetzt anschauen und was ich einfach mega cool finde, wir haben uns das jetzt immer mit einem Beispiel angeschaut, und jetzt schauen wir uns wirklich jede Menge Beispiele für Informationsgewinn im Detail an. So, starten wir mit Beispielen für Informationsgewinn mit einem einzigartigen Format. Und das erste, was ich euch da zeige, Zuschauer, die öfter diesen Kanal schauen, wissen, ich liebe Diablo 4, und Icy Veins macht einfach mega coole Guides. Das sind ja keine einzigartigen Daten, das kann dir jeder nachbauen, aber sie haben das so gut für die Zielgruppe gebaut, also mit Tooltips und so weiter, und jeder, der dieses Spiel spielt, weiß, wie praktisch das ist, so einen Guide zu lesen, und dann gibt es Tooltips zu allem, und du hast genau, wie der Skilltree aufgebaut werden muss und so weiter und so weiter. Es sind bestehende Daten, aber niemand hat es so cool und praktisch aufgebaut wie Icy Veins. Dann als nächstes ist auch ein einzigartiges Format, weil in der SEO-Branche einfach im Verhältnis relativ wenig Video-Content produziert wird, und jetzt zum Beispiel bezogen auf dieses Video, da habe ich ja die Verbindung gelegt zwischen einer SEO-Strategie und wie du einen Charakter für Diablo 4 entwickelst, und für eine bestimmte Zielgruppe. Das Lustige ist, mir haben Leute danach E-Mails geschrieben, hey, oh mein Gott, die Folge hat mich so gut abgeholt, und so, ich habe jetzt so viel besser verstanden, wie man einen Charakter, also eine SEO-Strategie entwickelt und so weiter. Dann ein einzigartiges Format kann auch einfach sein, einzigartig hilfreich für die Zielgruppe, und das macht TUI meiner Meinung nach mega cool. Wenn du deren so Landingpages oder diese Einstiegsseiten ansiehst, dann holen die User einfach megamäßig ab, ohne jetzt wirklich so das aufzublähen mit SEO-Content.
hey, was sind da jetzt beliebte Arten vom Reisen in Mexiko, was sind beliebte Hotels, was sind die Top-Destinationen, was ist so das Wetter, wann ist die richtige Zeit. Und auf dieser Seite werden mir all diese Fragen, sind es jetzt einzigartige Daten? Nein, die haben andere auch, aber TUI präsentiert es halt einfach mega, mega wertvoll. Dann kommen wir zu Beispielen mit Erfahrungen und Meinungen. Und das erste, und das ist ganz spannend, weil der Will Reynolds ist einer von meinen Lieblings-SEOs und der hat ja gerade einen Artikel geschrieben über das Sea of Sameness, kann ich allen sehr wärmstens empfehlen. Und da spricht er über diesen Artikel und einfach, dass in die Top 10 Ergebnisse zum Thema so SEO, RFP, da waren alles Artikel, die eigentlich überhaupt nicht wertvoll waren und einfach so wie einfach alles nur noch ChatGPT-Bullshit, der was eigentlich gar nichts mit der Praxis zu tun hat, überhaupt nicht irgendwie individuell oder tolle Einsichten, sondern so wirklich so der generischste Einsteigermüll, den du dir vorstellen kannst. Und was er jetzt gemacht hat, sie haben auch genauso einen Artikel gehabt und den hat er komplett über den Haufen geworfen und den so aufbereitet, dass der passt für sein Unternehmen. Hat er dadurch Rankings eingebüßt? Ja. Aber was bringt dir ein generischer Punkt zu sein? Weil das Einzige, was dann passiert ist, okay, Leute holen sich bei 20 SEO-Agenturen Angebote ein und der günstigste gewinnt. Ist die Realität. Wenn du dich nicht abhebst durch spezielle Sachen. So. Dann das nächste, unser ähnlicher Artikel über zielführende SEO-Angebote, wie man als Unternehmen sinnvollerweise SEO-Angebote einholt, was sind so Kriterien, wieso ist es besser, individuelle Angebote einzuholen versus Ausschreibungen. Dazu gab es keinen Content und dieser Artikel rankt, glaube ich, nicht auf Platz 1, aber ich glaube auf Platz 2 oder 3 für SEO-Angebote und die den Artikel lesen und gut finden, sind wahrscheinlich auch die Evergreen Media gut finden und dann irgendwann idealerweise Kunden werden. Und ein Beispiel, was ich schon öfter gezeigt habe, von Animals. Dieser Artikel, das ist jetzt kein klassischer SEO-Artikel, um SEO-Rankings zu generieren, aber ein ganz einzigartiger Blick auf Kommunikation und dadurch ist es zu einem absoluten Linkmagneten geworden. Also ich glaube, diese Seite hat hunderte Links, es kann nicht sein, dass ich falsch liege, aber irgendwas Abstruses im Verhältnis zum Aufwand von diesem Artikel und einfach, weil es eine einzigartige Perspektive auf ein Problem ist, das jeder beim Schreiben hat. So. Und dann kommen wir zu den Beispielen rund um einzigartige Daten. Und das ist immer ein schwieriges Thema, haben wir schon gesagt. Immer wenn ich das Thema sage, einzigartige Daten, dann sind die Zuseher so voll schwierig und so weiter. Die Beispiele, die ich jetzt zeige, sind relativ schwierig, weil sie auch extrem gut gemacht sind. Aber man kann einfach klein starten mit Daten und die meisten Leute, und das ist das Coole und das ist Liebe an Daten, die meisten Leute sind doch viel zu faul für das. Das heißt, ich muss ja nicht mal was Grandioses machen, sondern ich muss nur weniger faul sein als die anderen. So. Da gibt es zum Beispiel von Landingtree, die generell SEO-technisch sehr viel richtig machen. Ist kein Kunde von uns, ganz wichtig. Die haben da diesen Artikel Credit Card Debt Statistics und da haben sie so, glaube ich, vom Staat so allgemeine Daten und dann haben sie diese Map, wo du siehst, welche Bundesstaaten haben jetzt die höchste Credit Card Debt und so weiter, haben sie basierend auf ihren eigenen Daten. Das ist wieder was, das ist ein Keyword übrigens, Credit Card Debt Statistics und das ist natürlich mega cool, wahrscheinlich nicht um jetzt Kunden zu gewinnen, aber um Exposure, also das wird wahrscheinlich in der Presse megamäßig abgehen. Dann das letzte Beispiel mit Daten von Redfin und das ist ja tatsächlich was wahrscheinlich datenbasiert ist und dann auch noch konversionsstarker Content. Übrigens, da gibt es eine Folge dazu, die ich wärmstens empfehlen würde. Housing Market Predictions. Und da haben sie als einzigartige Statistiken für Leute, die diesen Markt beobachten und wissen wollen, wann der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg ist und so weiter. Das heißt, ich mache was wahrscheinlich voll gut hinsichtlich PR funktioniert, dass ich voll viele Links kriege, Autorität. Und ich mache was gleichzeitig voll konversionsstark ist und einfach voll begeistert und schwierig nachzubauen ist. Das ist das Beste, was ich machen kann. Und das war's auch schon wieder. Ich habe dir extrem viele Beispiele und Ideen geliefert, dass es nicht unmöglich ist, Informationsgewinn zu bieten und was das auch für einen
immensen Wert hat, vor allem in Zeiten der generativen KI, wo alles, ja, miserabler Einheitsbrei wird, also wo man wirklich so denkt, so der meiste Content ist Müll, also ich habe ganz, ganz viel Newsletter zum Beispiel entabonniert, wenn ich dann schon in einer Welt bla 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 und diese ganzen Phrasen, die KI raus hat, User, die vielleicht auch nicht so tief im Thema sind, werden das nicht so direkt analysieren können, aber die werden auch spüren, irgendwas an diesem Content stimmt nicht, irgendwas an diesem Content ist wirklich zum Kotzen und werden das Interesse verlieren. Vor allem je mehr Leute immer noch KI verwenden. Und das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.